Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Frisbee Gaming. In der heutigen Folge werden wir uns wieder mit dem Heroic Anthem beschäftigen. Hierbei wollen wir explizit darauf eingehen, wie solltet ihr eure Aktionspunkte in dem neuen KVK-Format nutzen. Im alten KVK-Format war es ja nun mal so, für den, der die meisten Rewards aus seinem AP bekommen wollte, der hat im Pre-KVK so viele Marodeure getötet wie nur möglich, da die Rewards unschlagbar waren. Es gab mega viele Gems, Booster und so weiter und so fort. Nachdem diese aber angepasst wurden und gerade auch die Gem-Drop-Rate enorm niedrig ist, lohnt sich die Marodeure nicht mehr. Und wir wollen uns jetzt anschauen, wie solltet ihr die im neuen KVK nutzen und wie groß ist der Value gerade auf die Forschung. Nur ein kleiner Reminder, damit wir unsere Forschung in diesem Gebäude, in dem Research Center komplett voll bekommen, also wirklich alles abschließen können, brauchen wir insgesamt 94 Millionen Crystals. Nur als Hausnummer, behaltet das im Hinterkopf, werden wir uns anschauen, wofür solltet ihr eure AP eigentlich raushauen. So, damit das etwas ansehnlicher ist, wie wir die AP raushauen sollten, habe ich euch ein kleines Schaubild mitgebracht, welches ich hier einblenden möchte. Also, wir haben hier insgesamt AP im Wert von 300.000 AP. Diese investieren wir zum einen in Barbaren mit Barbarenmärschen, das heißt schon so, dass es günstiger für uns ist, und zum anderen investieren wir sie in Barbaren-Forts. Da gibt es natürlich eine ganz klare Auflistung, wie viele die jeweils bringen. Und je nachdem habe ich im Grunde ausgerechnet, wie viele Crystals bekommt ihr jeweils für die Barbaren. In dem Fall habe ich wirklich die Anfangsbarbaren genommen, die mit 400 Crystals. Und die 11er Forts, da ich mich in der Zone befinde. Das reduziert sich leicht, umso höher man kommt. Also umso weiter man nach oben rechnet, umso enger wird es im Grunde mit den Crystals für die Barbaren. Die kommen näher ran an die Forts. Overall gesehen ist es ja nun mal so, dass wir sehen, dass die Kristalle bei den Forts mehr sind für uns. Aber wenn wir uns ja einmal die Hausnummer einfach mal denken, wir brauchen 94 Millionen Crystals. Und wenn wir Forts anstatt Barbaren machen, bekommen wir bei 300.000 AP, das ist nun mal schon relativ viel, bekommen wir einfach nur 600.000 knapp mehr. Das sind vielleicht 2 Forschungen, wenn überhaupt auf Stufe 5, 6 oder sowas. Also es ist wirklich einfach nicht interessant. Und was verlieren wir, wenn wir Forts anstatt Barbaren machen? Wie wir sehen, haben wir hier einen Barbaren-Forts, kostet mich 290 AP, daran teilzunehmen mit dem richtigen Marsch. 18 5-Minuten-Booster haben wir hier, ein paar Ressourcen und ein paar XP. Das ist im Durchschnitt so, je nachdem wie viel Schaden ihr natürlich austeilt, ist es aber normal. So, wenn wir jetzt nochmal schauen, okay, wir hatten hier gerade natürlich unglücklicherweise die Silk Road bei uns am Start. Wenn wir uns aber angucken, was wir aus einem so einem Barbaren bekommen. Wir können 4,833 Barbaren von der AP machen, also gerundet 5. Das heißt, selbst wenn wir immer nur einen Minuten-Booster bekommen, bekommen wir mehr Booster im Vergleich zu den Barbaren-Forts. Des Weiteren gibt es einfach eine relativ große Drop-Chance, dass man hier Materialien bekommt. Und natürlich hat man immer noch die Chance, hier 5-Minuten-Booster zu bekommen. Das heißt, wenn ihr das ein bisschen besser aufteilt, dass ihr sagt, okay, die 600.000 Crystals sind mir in dem Fall egal. Aber ich gehe darauf, ich möchte mehr Booster haben. Und gerade Equipment ist für uns persönlich eine sehr, sehr wichtige Sache. Und wir machen aktuell noch eine Auswertung, die wir im späteren Videoverlauf auch nochmal zeigen möchten. Also im kommenden Video später, weil wir noch nicht so weit sind. Wir haben aktuell 1000 Berichte circa drin, aber das ist noch nicht aussagekräftig genug. Dort kann man sehen, dass die Materialdrop-Rate relativ hoch ist. Und das sehe ich einfach als super Zusatz für jeden Spieler, denn wir wissen alle, wie teuer das Equipment ist. Und wenn wir dann im Grunde genommen sehr, sehr viel Materialien hierdurch erhalten können, die liegt so bei 20-30% aktuell, die Droprate, dann können wir einfach Equipment bauen und die gleiche Anzahl an Booster mitnehmen. Und die 600.000 Crystals, die tun uns einfach nicht weh. Weil selbst als Free-to-Play-Spieler könnt ihr die verkraften. Weil das bringt euch nicht wirklich voran. Und das ist gerechnet auf 300.000 AP. Das ist jetzt nicht nur 100.000 oder bei 10 Barbaren. Nein, 300.000 AP verliert ihr nur 600.000 Crystals.
Wenn ihr jetzt sagt, natürlich, ich möchte die maximalen Crystals mitnehmen, dann macht die fort, die bringen euch mehr Crystals. Wenn ihr aber sagt, ey, ich möchte lieber für meinen Account das Beste, gerade wenn ihr sagt, ich will noch Equipment bauen, die neuen Schmuckstücke sind hammerteuer, oder ich möchte mehr Booster aus dem KVK mitnehmen, weil das mich so viel Booster kostet, dann sollt ihr auf jeden Fall daran denken, Barbaren bringen euch da deutlich mehr. Daher würde ich euch raten, wenn ihr eure AP investieren wollt in diesem KVK, um Belohnung zu bekommen, so wie sonst, also Booster, Gems, die Gemrate ist natürlich, wie wir wissen, relativ schlecht beim Droppen, aber gerade die Booster und die Materialien machen diese Barbaren so interessant. Dieses Barbarenkillen bezieht sich natürlich darauf, dass wir sagen, okay, wir gehen wirklich nur für einen Barbaren. Das heißt, wir machen jetzt keinen Barbaren-Chain-Killen oder ähnliches. Mit dem könnt ihr natürlich noch viel, viel, viel mehr machen. Aber das ist natürlich nicht gerecht im Vergleich zu dem Barbaren-Forts, weil es eine ganz andere Zeitinvestition ist. Aber grundsätzlich mein Appell an euch, überlegt euch gut, sind es euch diese paar Crystals wert, diese Menge Materialien, Menge Booster, die ihr mitnehmen könnt, aufzugeben. Ich persönlich werde dieses KVK natürlich versuchen, mit meiner Forschung weiterzukommen, auch so weit wie möglich, dass ich mir im KVK-Shop das ein oder andere schöne Item kaufen kann, speziell den Dagger beispielsweise oder auch das Moras Web. Das Horn ist auch noch interessant, davon möchte ich mir was aussuchen, wahrscheinlich zuerst den Dagger, je nachdem, wie weit ich komme. Aber trotzdem möchte ich natürlich dadurch, dass ich so viele Truppen trainieren muss und ähnliches durch die Bastionsquests, möchte ich natürlich so viel Booster und ähnliches wieder mitnehmen in diesem KVK mit meinen AP. Weil den Value, den ich einfach für 300.000 AP bekomme, der ist generell einfach sehr, sehr schlecht. Daher sage ich persönlich mir, ich nehme mehr Materialien, mehr Booster mit und nehme so das Value aus diesem KVK. So, werte Freunde, das war hier mein kurzer Guide zu, wie solltet ihr eure AP investieren und warum sind Barbaren eine gelungene Alternative, gerade wenn es um den Progress von eurem Account geht. Solltet ihr noch Fragen oder auch andere Ideen, wie ihr eure AP verwendet, haben, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.